Dieses Mal habe ich vor, einen Kräuterkranz zu erstellen. Ja, und als Basis verwende ich diesen Metallring zum Hinstellen. Der hat jetzt in meinem Fall einen Durchmesser von 30 Zentimetern. Alternativ könnt ihr aber auch genauso gut dafür einen Strohkranz verwenden. An Kräutern verwende ich Minze, Kohlkraut und Rosmarin. Ihr könnt natürlich auch andere Kräuter verwenden, je nachdem, was ihr jetzt gerade bei euch im Garten oder halt auf dem Balkon haben solltet. Ja, jedenfalls habe ich jetzt hier einen Bindedraht und der wird jetzt hier unten an meinem Metallring befestigt werden. Wenn das jetzt ein Metallring ohne Aufsteller wäre, dann wäre es jetzt vollkommen egal, an welcher Stelle man den Draht halt befestigt. Aber ich fange am liebsten bei solchen Ringen immer hier unten halt an. So, dann nehme ich mir jetzt mal etwas Rosmarin hinzu. Ich werde mir den jetzt auch nicht so wirklich noch zurechtschneiden. Ja, in vorherigen Videos hatte ich das dann halt immer gekürzt auf eine Länge zwischen 15 und 20 Zentimeter zum Beispiel. Dann hatte ich mir kleine Sträußchen gemacht und die hatte ich dann an dem Metallring oder halt an dem Strohkranz befestigt bzw. eingearbeitet. Wie gesagt, das werde ich jetzt nicht machen. Kann höchstens sein, dass ich hier mal so unbiegsame Enden nachher abschneiden werde, aber das entscheide ich erst im Laufe des Prozesses. Hat letzten Endes den Vorteil, ihr benötigt halt nicht so viel an Material. So, ich habe es ja jetzt hier schon draufgelegt, den Rosmarin. Wundert euch nicht, wenn ich den mal aus Versehen als Thymian bezeichne. Ich verwechsel das halt manchmal, Rosmarin und Thymian. Nehme jetzt hier den Bindedraht und wickel das jetzt hier schon mal einmal fest. Wenn es jetzt bei euch überhaupt nicht halten sollte, dann ruhig zweimal festwickeln. Dann kommt jetzt mal etwas Kohlkraut hinzu. Das Knorrige nehme ich jetzt hier aber doch mal ab. Das war jetzt zu viel des Guten. Legt das jetzt versetzt auf den Rosmarin, also einen Tacken tiefer, einen Tacken mehr nach hier hin als den Rosmarin. Und wickel den auch schon mal fest. Ja, kann gut möglich sein, dass ich den Metallring gleich hinlegen muss. Dann nehme ich mir wieder Rosmarin. Ich möchte jetzt hier auch größtenteils mit Rosmarin arbeiten. Zwischendurch halt mal Kohlkraut und dann halt Minze. Kommt jetzt auch wieder versetzt auf das vorherige Grün. Wickel ich schon mal ganz entspannt fest. Ja, und das Ganze mache ich jetzt so lange, bis halt der komplette Metallring mit dem Grün nachher bedeckt ist. Ich denke, bei der Minze muss ich jetzt nachher nichts mehr abschneiden. Mal gucken. Und den Abschluss des Kranzes, den werde ich euch gleich aber auch noch separat zeigen. Und dann gehen wir jetzt mal eine Weile auf Zeitraffer. Das, was jetzt hier noch absteht, schneide ich jetzt gleich mal dann doch schon mal ab. Ich habe nämlich gerade gedacht, das wird hier sowieso nicht nachher gut dran sitzen. Ist halt nicht mehr so biegsam genug. So, das kann man mal beiseite legen. Ja, Schakka, auf geht's. So, dann zeige ich euch jetzt mal den Abschluss des Kranzes. Den Anfang, den lege ich mir jetzt mal beiseite, nehme mir Rosmarin hinzu, halte den mir jetzt hier erst einmal an und guck mal, wie kurz muss ich den überhaupt schneiden. Oder um es mal anders zu sagen, ich schneide den jetzt auf diese Länge hier gleich ab, weil dann kann ich das Ende hier von meinem Rosmarin gleich unter diesen Anfang einfach halt drunter schieben. So, dann haben wir Lucky Lucky. Ne, ihr seht, das wird hier nachher verschwinden. Wicke das jetzt auch mit meinem Bindedraht wieder mal fest. Das wollte ich noch erzählen. Wenn euch jetzt an irgendwelchen Stellen Material fehlen sollte, ne? Wenn ihr jetzt der Meinung sein solltet, ach Menno, da hätte ich vielleicht doch noch etwas einarbeiten sollen, ist überhaupt nicht schlimm, kann man gleich noch nach und nach einarbeiten. Zeige ich euch gleich auch noch, wie ich das machen werde. So, das Kohlkraut können wir mal so einkürzen. Hier wieder beiseite. Das hier stecke ich jetzt hier schon mal so etwas drunter. Wicke das wieder fest. Ja, und das Ganze mache ich jetzt halt so lange, bis ich an der Stelle hier auch mit der Fülle soweit zufrieden bin. Ich habe jetzt auch während des Bindens den, den Bindedraht auch so stramm gezogen, wie es irgendwie möglich war, damit das halt nachher nicht auch irgendwie noch so hin und her oder hinausflutschen kann. Ja, ihr könnt es ja sehen, habe das hier auch drunter gesteckt.
Jetzt gucke ich hier mal. Nehmen wir ein etwas unschönes Ende, das nehmen wir noch ein bisschen weg. Wobei stellenweise darf das auch ruhig mal hinausschauen. Man muss das jetzt hier auch nicht zu pingelig alles machen. Jetzt gucke ich nochmal selber, ob man das jetzt schon mal so weit zusagt. Ach, ich finde das Cola-Kraut so genial. Ich hätte mehr schneiden sollen. Ist egal. Jetzt machen wir jetzt Abschluss nochmal Minze. Mal eben da so hineinstecken. Und dann festwickeln. Das hier kann man einfach jetzt noch justieren. Eben hier ein bisschen auseinander machen. So, komm mal her. Ne, so hat man doch schon mal einen ganz guten Abschluss. Bis auf das hier. Stecken wir da so dazwischen. Wicke jetzt hier noch einmal sicherheitshalber drumherum. Schneide den Bindedraht nun ab. Und verfricke den mit dem bereits dran gewickelten Bindedraht. Man merkt, die Drahtschere ist schon ein bisschen älter. Die will nicht mehr so schneiden, wie ich gerne möchte, aber dafür erfüllt es ja noch vollkommen ihren Zweck. Wie gesagt, jetzt hier einfach so miteinander verwursteln, verfrickeln. Das Ende, das stecke ich jetzt hier auch einfach irgendwo mal mit hinein. Ja, und wie gesagt, jetzt kann man das Ganze mal überprüfen. Wo hätte man noch ganz gerne Material? Die Minze, die lässt echt schnell die Fleppen hängen, aber die darf ruhig im Laufe der Zeit eintrocknen. Die Minze wird auch das sein, was am schnellsten eintrocknen wird. Und ich habe die jetzt gerade wirklich auch erst geschnitten. Aber ich finde das jetzt nicht schlimm. Ne, habe hier jetzt Cola-Kraut und stecke das da jetzt nur noch so dazwischen. Da kommt jetzt auch noch gleich etwas an Dekomaterial hinzu. Ja, und somit hat man aber schon mal die Basis soweit fertig. Kann man auch so abschneiden. Dann hat man hier auch einen schöneren Abschluss. Ich hatte hier oben noch eine Stelle, da war ich ein bisschen zu zaghaft. Schauen. Also mir gefällt der Kranz. Ich finde den jetzt schon cool. Wer möchte, der kann den Kranz jetzt auch einfach so lassen, wie er ist. Aber ich werde noch ein wenig mit diesem Schleierkraut weiter dekorieren. Ich muss mir das jetzt allerdings auch noch zurechtschneiden. Ich mache das hier mal eben so grob. So, das kann hier beiseite. Schneide ich mir jetzt hier so kleine Sträuße mal raus. Und dann stecke ich die aber auch wirklich nur so ganz locker flockig in den Kranz hinein. Das wird jetzt nicht mehr irgendwie mit Bindedraht oder mit sonstigem Material befestigt werden. Ach, da habt ihr ja auch so viele Möglichkeiten, wie man so einen Kranz noch dekorieren kann. Ursprünglich hatte ich jetzt eigentlich auch vorgehabt, mir Strandflieder zu holen. Es gab keinen. Also die Auswahl war sehr, sehr gering. Und ist jetzt auch wirklich schade, dass ihr den Kranz nicht riechen könnt. Ey, der ist so intensiv am Duften, das glaubt ihr gar nicht. Müsst ihr hier einfach mal das Schleierkraut, ich sag mal so nach Gefühl einarbeiten. Ihr merkt dann auch, wo kann man das reinstecken und wo halt nicht. Oh, der riecht, ne? Unglaublich, wie der am Riechen ist, der Kranz. Richtig toll. Ja, und auch das Schleierkraut wird dann im Laufe der Zeit natürlich eintrocknen. Ich persönlich finde aber, das sieht dann auch noch richtig hübsch aus. Der komplette Kranz wird ja schon innerhalb von einer Woche dann eingetrocknet sein. Ich müsste echt mal dran denken, da auch mal ein Foto von zu machen, auch von den Gräserkränzen. Aber ehrlich gesagt, ich vergesse das immer. Die sind draußen auf der Terrasse, die Gräserkränze. Ja, ich muss da wirklich mal dran denken. Ich werde mal versuchen, an mir zu arbeiten. Meinen Kranz habe ich nun soweit fertig dekoriert. Ja, und ich werde jetzt meinen einfach hier auf diesem alten Untersetzer platzieren.
Aber das wird jetzt nicht einfach so bleiben. Ich habe hier noch so ein paar Kieselsteinchen. Die schütte ich jetzt hier einfach mal auf den Untersetzer drauf. Ich glaube, es sieht nachher ganz cool aus. Ja doch, doch, das sieht gut aus. Die Menge an Kieselsteinchen ist jetzt auch vollkommen ausreichend. So, Rückseite machen wir auch. So, hier die Ränder auch ein bisschen. Ich brauche noch nicht mal alles. Nur beiseite stellen. Dann habe ich hier in meiner Werkstatt noch diesen uralten Frosch gefunden. Sieht, glaube ich, nachher da ganz süß mit drin aus. Und dann haben wir hier noch ein kleines Teelichtglas. Schade, dass ich jetzt keine Teelichtkerze irgendwie in lila habe. Das sieht ja jetzt noch cooler aus letzten Endes. Ja, und somit bin ich mit meiner Dekoration auch fertig. Ja, und dann gehe ich jetzt wahrscheinlich direkt über zu Deko-Idee Nummer 2. Für meine nächste Deko-Idee verwende ich dieses 14 x 14 cm große Styroporherz. Und das wird jetzt gleich mit diesen Salbeiblättern bedeckt werden. Befestigt werden die Blätter mit Stecknadeln. Die haben jetzt in meinem Fall eine Länge von 3 cm. Die Unterseite werde ich jetzt allerdings nicht mitgestalten. Die wird man nachher in meinem Fall überhaupt nicht sehen. Wenn ihr das jetzt aufhängen würdet, dann natürlich auch die Unterseite bedecken. Stiele schneide ich hier ab vom Salbei. Oh, der riecht auch sowas von intensiv. Jetzt lege ich mir das hier mal zurecht. Mache das hier natürlich überlappend auf die untere Seite und nehme mir mal eine Stecknadel. Zack, stecke das da jetzt einfach fest. So, Blatt Nummer 2. Das lege ich mir jetzt überlappend auf das vorherige Blatt. Ich mache das jetzt auch etwas krummer hier drauf. Ja, muss noch ein bisschen anders. Bei so einer Herzform, da muss man auch letzten Endes mal etwas puzzeln, damit man nachher die Form auch noch richtig schön von dem Herz erkennen kann. Man kann das auch mit Kugeln machen oder es gibt ja auch diese Styroporkränze. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Das Styroporherz, das wird dann im Laufe der Zeit auch einfach abdekoriert werden und dann werde ich das wiederverwerten. Das kommt hier nicht nachher einfach mal in die Tonne. Müsst ihr euch vorstellen, das wird so wie so Schuppen beim Fisch gleich eingearbeitet werden. Aber ich mache jetzt hier erstmal so diesen Randbereich fertig, auch an der Seite. Und dann arbeite ich mich so langsam, aber sicher vorwärts. Muss man auch immer mal gucken, was man so an Salbeiblättern so größentechnisch im Garten finden kann. Und wenn die Blätter bei euch zu sehr abstehen sollten, dann kann man hier auch ruhig nochmal, ups, jetzt habe ich mir aus Versehen hier was rausgerissen. Kann man ruhig nochmal eine Stecknadel verwenden, ist überhaupt nicht schlimm. Und das muss man aber jetzt wirklich mit Ruhe und Geduld machen. Weil das kann einem auch ganz schön schnell mal kaputt gehen, so ein Salbeiblatt. Ne? Hier zum Beispiel haben wir jetzt eine Stelle, da mache ich jetzt sicherheitshalber nochmal so eine Nadel rein. Dann sieht das alles nochmal etwas ordentlicher aus, zumindest meiner Meinung nach. Und das eine Blatt hier ist gerade echt ein bisschen zickig. Ja, wie gesagt, Ruhe und Geduld. Wenn ihr euch so wie ich auch jetzt gerade versteckt haben solltet, Nadeln vorsichtig rausziehen und nochmal neu justieren. So, und dann werde ich das jetzt aber auch für euch wahrscheinlich beschleunigen. So viel kann ich jetzt dazu auch nicht mehr erzählen, würde ich mal sagen. Das Herz habe ich jetzt auch soweit fertig. Noch mehr werde ich daran jetzt nicht arbeiten. Ja, und wie üblich findet ihr alle benötigten Materialien für die Projekte auch nochmal in der Videobeschreibung. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!